Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute wollen wir ein bisschen über das neue Update reden, das ich persönlich predikte, dass es diese Woche noch kommt. Also in der Woche, wo ihr dieses Video sehen werdet. Ich hoffe, ich predikte richtig und lade das Video irgendwie so am Mittwoch hoch und dann kommt es morgen oder so. Das wäre perfekt. Auf jeden Fall wollen wir ein bisschen drüber reden, weil sich damit natürlich auch meine Ziele und Pläne ändern werden. Also mein aktueller Plan, habe ich auch erst vor ein paar Tagen ein Video hochgeladen. Gerne nochmal anschauen, falls es euch interessiert. Die Details darum und warum ich das mache und so. Ist auf jeden Fall momentan einfach diese Charakter, die ihr hier gerade seht, hochleveln. Das ist kein Geheimnis. Das mache ich jeden Tag live im Stream. Das ist schon etwas, in das ich schon über 100 Stunden versenkt habe. Seit dem FEC-Transfer. Und noch über 100 Stunden versenken werde wahrscheinlich. Genau. Aber was ändert sich mit dem Update? Also, es ist eigentlich relativ simpel. Man weiß es noch nicht sicher. Also es ist ja immer so, die vollen Patch Notes, wir haben es in den Dev Notes so schön gesagt, die vollen oder more in the final Patch Notes oder for more details, wait for the final Patch Notes oder so. Sie haben immer wieder diese Final Patch Notes angesprochen. Und das ist auch richtig und wichtig, weil wir wissen halt viele Details noch nicht. Zum Beispiel wissen wir nicht, was in dem neuen Dungeon, was der Boss in dem neuen Dungeon für Items droppt. Also ich meine, jeder geht, glaube ich, davon aus, dass es Herneswaffen sind. Und alles außer Herneswaffen wäre auch irgendwie unlogisch. Aber nur um ein Beispiel zu nennen, man weiß es halt nicht sicher. Dann auch das mit diesem neuen Lifestyle-Update. Fischen, Holzfällen, Bergarbeiten, Kräuter sammeln. Man weiß es nicht. Man weiß nicht, lohnt sich das? Man weiß nicht, wie viel Zeit kostet das, wenn man da wirklich wenn man da wirklich was craften möchte dann am Ende, wenn da wirklich was bei rauskommen soll. Man weiß nicht, welche Power-Ups genau sind das. Es sind so viele Details, die quasi fehlen, wo man halt einfach unmöglich jetzt gerade sagen kann, was genau man halt selbst als neuen Fokus sehen wird. Also ich kann halt nur sagen, was ich wahrscheinlich machen werde oder was mein grundsätzlicher Plan bei neuen Updates ist. Also das allererste ist theoretisch Level Reach. Bei den bisherigen Updates könnte in dem Fall tatsächlich anders sein, weil es nur 5 Level sind. Aber bei den bisherigen Updates war es immer so, dass es neue Level-Reach-Belohnungen gibt und ein Teil davon zeitlich begrenzt ist. Und logischerweise die zeitlich begrenzten Belohnungen, also nicht zeitlich begrenzt, sondern Stück, Mengen begrenzt, das ist das richtige Wort. Wobei es natürlich trotzdem irgendwo zeitlich ist. Also ich meine, bis die Menge an Spielern, die die Belohnung bekommen kann, sie abgeholt hat, bis eine gewisse Zeit und wenn die Zeit rum ist, sind sie weg. Also im Endeffekt ist es beides, aber ist egal. Jedenfalls denke ich, vermute ich, hoffe ich, dass es neue Level-Reach-Belohnungen gibt. Und ich befürchte, dass sie in der Menge limitiert sind. Und das heißt, da wäre tatsächlich mein Hauptaugenmerk, dass ich das machen würde und meine höchsten Charakter nehme und probiere, die zu holen. Es gibt eine neue Questline, die wird dann wahrscheinlich, keine Ahnung, wenn ich jetzt schätzen müsste, würde ich sagen, es sind 5 oder 6 Quests. So ähnlich wie bei Wildside, so ähnlich wie bei den Dungeon Quests, vermute ich mal. Also bei den Nicht-Open-World Dungeon Quests. Und da könnte ich mir schon so vorstellen, dass man ja so 150% bekommt. So 1 bis 2 Level. Vielleicht sogar etwas über 2 Level, aber mehr auf keinen Fall. Aber ich denke mal, die Quest alleine wird schon relativ gut XP geben. Das ist wahrscheinlich, wenn du 160, 99% hast. Wahrscheinlich dann direkt auf 163 kommst. Das denke ich schon. 162 auf jeden Fall, sonst wäre es ja fast schon ein bisschen lächerlich. Dann würde die Quest ja gar kein XP geben. Oder voll wenig. Und ja, und den Rest halt dann noch ein bisschen grinden. Nur ist da die Frage wahrscheinlich, wird es nicht so viele Level-Reach-Belohnungen geben. Also ich könnte mir vielleicht vorstellen, eine für 163 und eine für 165. Weil, wie schon gesagt, ich meine, es sind halt literally nur 5 Level. 160 können sie nicht machen, da gab es ja schon eine Level-Reach-Belohnung. Das heißt frühestens 161. Naja, dann hast du halt legit eigentlich nur 4 Level. 61, 62, 63, 64, 5 Level, my bad. Und 65. Und sie werden höchstwahrscheinlich keine Level-Reach-Belohnung für jedes Level geben. Also ich würde mal sagen, 2 Level-Reach-Belohnungen ist am realistischsten. Vielleicht sogar nur eine und höchstens 3. Aber 3 halte ich schon für sehr großzügig, weil es sind ja wirklich, du musst ja kaum was machen für die paar Level. Also ich denke schon, dass es maximal 2 sind. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es nur eine ist. Nur für 165. Und dass das dann vielleicht sogar nur etwas Kosmetisches ist. Irgendwie ein neues Set oder so. Irgendwie ein Kraken-CS-Set oder sowas. Irgendwas, was thematisch zu Hernes, Coral Island und ja, dem Kraken passt. Irgendwie so.
Und dass das dann limitiert ist. Sollte das passieren, werde ich natürlich nicht Level Reach grinden, ist klar. Aber wenn es so andere Level Reach Belohnungen sind, wie Amplis zum Beispiel, Protects, Mating Boxen, Power-Ups, dann auf jeden Fall. Und das wäre natürlich mein Hauptaugenmerk. Also das ist eigentlich relativ wahrscheinlich, dass es das sein wird. Und wenn es das nicht sein sollte, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass ich das hier weitermache, dass ich meine aktuellen Ziele weiterverfolge und dann halt aber jeden Tag 1 Stunde oder so investiere in vielleicht diese neuen Lifestyle-Updates. Aber bei diesen neuen Lifestyle-Updates habe ich halt momentan immer noch die große Befürchtung, dass das halt, wenn du das nur so, wie ich es gerade gesagt habe, mit 1 Stunde jeden Tag oder so bemisst, dass du halt sagst, ja, ich gehe jetzt 1 Stunde lang zum Beispiel Kräuter sammeln oder Holz fällen. Wobei Holz fällen ist hauptsächlich für Möbel, das würde ich auf keinen Fall machen, aber egal. Jedenfalls ist das halt so eine Sache, dass es ja mit diesen Rezepten zusammenhängt. Und da haben sie ja gesagt, aber das ist jetzt wieder etwas Spekulation, weil wie gesagt, wir wissen ja noch nicht die genauen Details. Und es könnte sich ja theoretisch noch ändern, schreiben sie auch immer in den Patch Notes. Es kann sich noch ändern, theoretisch. Nichts ist final safe und eingerastet, eingeloggt. Und ja, aber meine Befürchtung ist da einfach, dass man in diesem Ranking relativ gut sein muss. Und um diesem Ranking relativ gut sein muss, für die Rezepte, die dann auch die besten Power-Ups und diesen besten Schmuck und was man da alles herstellen kann, dann geben, denke ich halt, dass man da mit 1 Stunde am Tag zum Beispiel nicht hinkommt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn ich meine gesamte Game-Time, also jeden Tag so 3 Stunden grinden plus Tower-Dailies, wobei die Tower-Dailies müsste ich natürlich weiterhin machen, also wäre es eigentlich nur die 3 Stunden, die ich jeden Tag ungefähr grinde im Schnitt, wenn ich die da voll rein investieren würde, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das gar nicht reichen würde, um dann tatsächlich diese besten Rezepte, ein hohes Ranking zu erreichen, um dann auch tatsächlich da mitzumachen. Und das ist halt momentan so die Befürchtung, die ich habe, dass der neue Content eigentlich an sich ganz cool ist, aber das halt wirklich für die absoluten Schwitzer gedacht ist und jeder, der nicht halt Hardcore reinsuchtet und der jeden Tag Minimum mehrere Stunden investiert, eigentlich keine Chance hat, da irgendwas zu bekommen. Und ja, das muss man natürlich abwarten. Das ist halt eine der Sachen, die man auf jeden Fall momentan noch nicht sicher sagen kann. Und abgesehen von Level Reach und diesen neuen Lifestyle-Sachen, wobei, wie gesagt, die Lifestyle-Sachen auf jeden Fall unter Vorbehalt. Und da weiß ich auch tatsächlich nicht, also das kommt auch noch dazu. Also diese Lifestyle-Sachen erinnern natürlich sehr stark an Catcher und Berry-Farmen. Also es gibt ja eigentlich schon so 2, in Anführungszeichen, Lifestyle-Sachen, nämlich die die Materialien sammeln, die man fürs Upgraden braucht, und Berries. Und ich für meinen Teil, und das habe ich schon immer gesagt, seit es das Spiel gibt, hasse Materialienfarmen und ich hasse Berries farmen. Und ich bin da absolut kein Fan von. Und ich muss sagen, das Materialien, also das neue Lifestyle-Update mit den anderen neuen Materialien, also mit dann, wie gesagt, Erzen, Kräutern und dem ganzen Käse, es wirkt schon so, als wäre das basically genau das gleiche wieder. Also wahrscheinlich ein bisschen besser als Catcher. Ich meine, beim Catchern ist halt wirklich nervig, dass du immer einen Catcher findest, dann tötest du ihn, dann musst du einfach nur 28 Sekunden dumm rumstehen und warten. Wie so ein absoluter Vollidiot. Schaust deinem Charakter dabei zu, wie er den Catcher einsaugt. Also no front, aber das ist schon wirklich komplett bescheuert. Warum dauert das 28 Sekunden? Das ist so dämlich. Bei den Berries zum Beispiel dauert es ja auch keine 28 Sekunden. Also keine Ahnung, warum das Catchern so ein ätzendes System hat. Absolut grenzwertig, meiner Meinung nach. Aber egal. Jedenfalls, wenn es auch nur halbwegs so ähnlich sein wird und selbst wenn es wieder bei den Berries ist, ohne Zeit, die du da verschwendest, noch beim Zuschauen, wie dein Catcher eingesammelt wird oder eingesaugt wird, selbst dann ist es halt so, dass es halt, wenn du mal überlegst, dass du das jeden Tag 3 Stunden machst, dass es halt schon echt eintönig ist. Klar kann man bei Flive immer sagen, 3 Stunden Dungeons farmen, 3 Stunden den gleichen Dungeon farmen, 3 Stunden Clockworks, Red Meteo, falls man so viele Charakter hat, 3 Stunden Leveln. Es ist immer irgendwo das Gleiche, keine Frage. Aber ich meine, beim Leveln zum Beispiel oder beim Bosse farmen und so, da hast du halt immer noch diesen gewissen, ich weiß nicht, diesen gewissen Adrenalin-Kick. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das richtige Wort dafür. Aber du kannst halt immer sterben zum Beispiel. Ja, was du bekommst, ist nicht sicher. Du kannst Glück haben, du kannst droppen und so. Gut, Glück haben kann man bei diesem Lifestyle-Update wahrscheinlich auch. Aber ja, keine Ahnung. Für mich persönlich ist das einfach so relativ lame, in Anführungszeichen. Also ich denke, das, was für mich wahrscheinlich am ehesten in Frage kommen wird, nach dem, was ich schon gesagt habe, ist wahrscheinlich den Dungeon tatsächlich einfach grinden. Vorausgesetzt, der droppt Herneswaffen oder vorausgesetzt, der droppt irgendwas, was sich lohnt. Und ist relativ einfach farmbar. Also das wird da die größte Hürde sein, dass ich ihn tatsächlich auch wirklich solo farmen kann.
Es ist ja nur ein Boss, es ist kein Dungeon, den man komplett durchmachen muss. Du musst nur zum Boss laufen und ihn dann herausfordern. Also so hieß es ja zumindest in dem inoffiziellen Q&A. Und da hoffe ich halt persönlich, dass das tatsächlich solo machbar sein wird. Falls nicht, dann vielleicht mit irgendjemandem zusammentun oder so. Dann macht man es halt zu zweit oder so. Mal schauen. Aber also da sehe ich mich noch am ehesten tatsächlich. Aber wie gesagt, müssen wir gucken. Ist natürlich auch von verschiedenen Faktoren abhängig. Wird es ein Gilden-Dungeon sein? Weil es gibt ja die Open-World-Dungeon-Bosse wie Meteonica zum Beispiel. Ist ein Gilden-Boss. Dann gibt es Red Meteor, der ist ein reiner Party-Boss. Dann gibt es Clockworks, das ist auch wieder ein Gilden-Boss. Dann gibt es Ivalice, das ist wieder ein Party-Boss, oder? Also ist es wie auch immer von verschiedenen Faktoren abhängig, wie genau es funktioniert. Wobei der wichtigste Faktor natürlich sein wird, wie stark ist das Vieh, was sind die Drop-Rates oder zumindest die Drop-Ranges und ja, lohnt sich's oder was droppt da überhaupt? Also weiß man jetzt auch noch nicht sicher, aber das ist so meine Prioritätenliste. Also Priorität 1, Level Reach vermutlich, außer es ist rein kosmetisch, dann nicht. Priorität 2, Lifestyle, falls es sich lohnen sollte oder falls es spaßig ist oder wie auch immer. Auch wieder davon abhängig, wie genau es funktioniert. Und Priorität 3, wobei es wahrscheinlich sowieso so sein wird, was man auch dazu sagen muss, diese Dungeon-Bosse, die Open-World-Dungeon-Bosse, die haben ja alle sowieso Cooldowns und Restrictions. Also die kannst du ja eh nicht die ganze Zeit durchfarmen. Also gut, wenn du sau viele Charakter hast, theoretisch so wie ich, dann vielleicht schon. Also zum Beispiel Clockworks, wenn du genug Charakter hast, kannst du den 20 Mal machen. Zwar ja, immer 2 Tage Cooldown, aber du kannst es ja so machen, dass 10 Chars ihn an einem Tag machen, 10 Chars am nächsten, dann machst du ihn jeden Tag 10 Mal quasi. Und da bist du ja dann auch schon wahrscheinlich gut beschäftigt. Also bei Clockworks jetzt nicht, aber bei einem neuen Boss, der wahrscheinlich deutlich länger und deutlich schwieriger sein wird als Clockworks, wäre es ja wahrscheinlich schon so, dass du dann mit dem einige Stunden beschäftigt wärst, theoretisch. Und ja, also keine Ahnung. Kommt drauf an. Und dann aber hat man aber, wie gesagt, noch diese zeitliche Beschränkung, also unabhängig davon, wie viele Chars du hast. Höchstwahrscheinlich hat er sowieso einen Cooldown von mindestens 24 oder 48 Stunden. Das heißt, wie viele Runs auch immer du machst, irgendwann bist du fertig und da musst du ja sowieso warten. Gut, bei 24 Stunden wäre es jetzt nicht so schlimm, weil dann kannst du es auch wirklich täglich machen. Das heißt, du ziehst eine Party, kämpfst 10-mal gegen den Boss im krassesten Fall vielleicht sogar, dann machst du deine Tower Dailies und gehst offline. Das sollte reichen als täglicher Grind wahrscheinlich. Das würde wahrscheinlich sogar ewig dauern, je nachdem. Aber ja, mal schauen. Wir werden sehen. Genau. Und ja, das ist so meine Erwartungshaltung an das Update oder meine halbwegs konkrete Planung. Ganz konkret geht natürlich nicht ohne die genauen Infos. Aber ich meine, warum sollten sie einen neuen Boss, einen neuen Dungeon hinzufügen, der sich nicht lohnt? Also egal, selbst wenn er keine Herneswaffen droppt, wird er irgendwas anderes droppen, was sich definitiv lohnen wird. Ich meine, was zum Beispiel auch noch denkbar wäre, was glaube ich jetzt auch noch gar keiner gesagt hat, wäre, du droppst tatsächlich keine Herneswaffen, weil sie nicht wollen, dass die Giants irrelevant werden. Aber du droppst zum Beispiel Brilliant Amethyst, was ja, sage ich mal, nah rankommt an Herneswaffen. Also eine weitere Quelle für Brilliant Amethyst würde auch zwangsläufig mehr Herneswaffen langfristig in der Zukunft bedeuten. Würde also, wie gesagt, aufs Gleiche rauskommen. Und das andere wäre, momentan das Hauptproblem oder die Hauptkritik an Battle for Madrigal ist ja das mit den Ultimate-Juwelen. Und zwar wirklich mit den Juwelen, nicht mit den Runen, sondern mit den Juwelen. Dass es ja eigentlich unmöglich ist, ein Grade 10 Jewel zu bekommen. Und selbst Grade 5, 6, 7, 8 und so weiter sind ultra teuer, ultra schwierig, eigentlich nahezu unmöglich. Beziehungsweise vor allem ist es nicht wert. Also nicht nur, dass es sau schwierig und fast unmöglich ist. Es lohnt sich auch einfach nicht, so viel Geld da rein zu pumpen, weil die Dinger ja auch relativ schlechte Stats tatsächlich geben. Also ich meine, ob du jetzt 5 STR oder 8 STR bekommst, mag für den einen oder anderen PvP-Grinder, Schwitzer, mag das relevant und wichtig sein. Aber für die allermeisten Leute, die werden sich sagen, Junge, ich bin doch nicht bescheuert und gebe dafür nochmal so und so viel Milliarden mehr aus. Das ist auch Schwachsinn. Das lohnt sich nicht. Und was ich mir dann vorstellen könnte, ist, dass sie halt eine Quelle hinzufügen, nämlich diesen neuen Dungeon-Boss theoretisch, wo du halt eine Ultimate Jewel Box droppst, wo Jewels drin sind mit Grade 4 und 5 zum Beispiel. Und nur dieser Boss droppt diese Jewels und die sind vielleicht auch relativ selten. Aber dann kannst du quasi direkt 4er und 5er Jewels bekommen und musst sie nicht mehr herstellen. Und hast damit quasi eine dann
halbwegs gute Chance, vielleicht auch mal was Höheres als 5 oder 6 zu bekommen. Was natürlich immer noch schweineteuer wäre wahrscheinlich, aber würde auf jeden Fall dann ein bisschen das System vereinfachen. Oder vielleicht droppt er sogar direkt Jewels bis Grade 10 sogar oder so. Also wäre alles denkbar theoretisch. Das werden wir dann erst in den Final Patch Notes hoffentlich erfahren. Wahrscheinlich werden wir es nicht mal in den Final Patch Notes erfahren. Wahrscheinlich erfahren wir es dann erst wieder über Flywipedia, beziehungsweise über halt Data Mining und die API. Aber so oder so werden wir es mit dem Update wahrscheinlich spätestens erfahren. Und dann, ja, hoffe ich mal, dass das alles zu unseren Gunsten sein wird. Also auf jeden Fall wird es nicht an Content mangeln und nicht an Vorhaben. Also das Jahr ist noch gut gefüllt. Langeweile wird kaum entstehen. Aber wie zum Beispiel jetzt der Grind auf 152 und so, das wird sich natürlich trotzdem noch ein bisschen hinziehen. Aber ja, das waren eigentlich so meine Gedanken zum Update. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was eure vermeintlichen vorläufigen Pläne sind. Bei Flyve weiß man ja nie, es kann sich immer in der letzten Sekunde alles noch ändern. Durch eine kleine Info. Ich werde auch den Discord nochmal in Augenschein nehmen, ob es da noch neue Q&A-Fragen gibt. Könnte sogar sein, dass das Video, falls es was gibt, vor dem Video hier tatsächlich veröffentlicht wird. Dann könnt ihr euch das auch noch anschauen. Aber könnt mir auch vorstellen, dass da nicht mehr so viele neue Fragen gestellt bzw. beantwortet wurden. Aber das seht ihr ja dann eh. Einfach Kanal abonnieren und abwarten. Und ansonsten, wenn ihr den täglichen Flyve Grind verfolgen wollt, Flyve Universe Grind, ich bin jeden Tag live auf Twitch und Link dazu in der Videobeschreibung. Und ja, täglicher Flyve Grind of Doom. Damit sage ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut rein und ciao, ciao.